It almost seems effortless how you play with blood. Human mind walked the fields where the pride did not stride. I ran through the gates of ammunition land, trying to find a log under heavy fire. Guten Morgen! Heute wollen wir uns die Pico de Europa anschauen. Deshalb sind wir gestern noch ein ganzes Stück in die Berge hineingefahren. Aber seht euch das mal an. Don ist auch schon draußen. Schatz, hast du den Hund überhaupt noch gesehen? Ja, ging grad so. Schön, wa? Und wir wollen das letzte Stück mit dem Quad hochfahren. Super. Tja, jetzt Tja. weiß ich auch nicht weiter. Nee, Wir sind wieder mal planlos. Hatten wir das nicht schon Ja. mal beim letzten Urlaub? können wir uns nicht planlos nennen? Ja. Ja. Planlos on Tour. Ja, planlos. Das ging gerade gut. Zum Glück hatten wir auch neue Reifen drauf. Mit die alten Reifen würden ich da ein Problem gekriegt haben. Weil ich konnte nicht rückwärts fahren. Da ist der Dreck schon bis auf die Frontscheiben geflogen. Nachdem wir die Wetter-App geprüft haben und sie für später Sonnenschein vorhersagt, entschließen wir uns doch noch zu der Schlucht aufzubrechen. Fahren wir doch noch mal lieber runter. Hier konnten wir uns gerade noch drehen. Das wird mich zu heiß. Tattoo. Uns lieber da unten am Platz. So Schatz, da geht's jetzt los, wa? Ja. Mal gucken. Got your blue jeans and white shirt on. You're a natural phenomenon. Nachdem wir das Quad abgeladen haben, starten wir unsere Tour. Unser Ziel, die beeindruckende Schlucht Garganta del Cares. Mit dem Quad ist diese Strecke einfach fantastisch. Enge Serpentinen, spektakuläre Ausblicke und das Gefühl von Freiheit mitten in den Bergen. Doch mit dem Wohnmobil ist die Route definitiv nicht empfehlenswert. Die Straßen sind steil, schmal, kurvig mit steilen Abhängen, die volle Konzentration erfordern. You are kryptonite. I am burning up inside. You are kryptonite, and I am burning up inside. Call 911, ring the alarm.
Ja, irgendwie sind wir wohl noch nicht weit genug gefahren. Jetzt laufen wir wieder zurück zum Quad Ja, und fahren mit dem Quad weiter hoch. da sind noch 10 Kilometer. Hatte ich schon so ein komisches Gefühl. Weil das sollte von da aus sofort im Einstieg gehen. So, da sind wir wieder. Alles wieder einladen. Ja, aber das geht schnell. One for the resting, for the adjusting, one for the tired hands, one for the letdowns, all thanks to the Sultan, one for the shattered plans. You know the time has come for breaking some new ground. I'll let you drive. Wir befinden uns hier in dem Pico de Europa, einen der beeindruckendsten Nationalparks Spaniens. Dieses Gebirge erstreckt sich über die Regionen Asturien, Kantabrien und Kastilien-Leon und beeindruckt mit seinen schroffen Felsen, tiefen Tälern und üppigen Wäldern. Die Gipfel ragen bis zu 2600 Meter in den Himmel und das Klima kann je nach Höhenlage stark variieren. Wir nähern uns von oben und parken in Caen de Valdeón, wo der Wanderweg deutlich kürzer ist. Doch schon die Fahrt dorthin war ein echtes Abenteuer. Where you can be adored, you'll get what you deserve. This town is no fun, your life has just begun. We need to live and learn. Meine Güte, sitzen hier viele Kätzchen. Oh nein. Echt viele Katzen. Guck mal, da gibt schon wieder eine. Ja. Die Picos de Europa sind bekannt für ihre atemberaubenden Wanderwege, darunter die berühmte Ruta del Carres, sowie für die artenreiche Tierwelt. Hier leben Steinadler, Gämse und sogar Wölfe. Doch nicht nur Wanderer kommen auf ihre Kosten, die Region ist auch ein Paradies für Kletterer und Offroad-Abenteuer, wie unsere Quad-Tour. Ich bin hinter dir, Schatz. Das muss ja eine richtige Arbeit gewesen sein, hier den Weg zu machen. Das glaube ich auch. Nur gut, wir haben eine Mütze bei. Sie kommt rein. Ja. Cool, Und wie? aber auch anstrengend zu laufen.
viel zu warm angezogen. Jetzt haben wir doch wahrhaftig schon 15:30 Uhr und wir haben umgedreht und machen uns auf den Weg zurück zum Quad. Sonst wird das alles viel zu spät, weil uns besteht ja noch eine 2-stündige Rückfahrt bis zum Wohnmobil. Unsere Wanderung ist beendet. Jo, geschafft. Da steht schon das Quad. Der Weihnachtsmann steht da auch. Da sind wir wieder. Wieder alles einladen. Einladen. Mal wieder ein bisschen vernünftig ankleiden. Und dann geht's weiter. Ich hab nichts für dir. Ich auch nicht, leider. So, jetzt hoffe ich, er wird zurückkommen. Halbe Tank noch. Sonst musst du schieben. Mache ich mit links. Diese Fahrt war definitiv eines der Highlights unserer Spanienreise. Spektakuläre Natur, herausfordernde Strecken und dieses einzigartige Gefühl, mitten in einer der schönsten Landschaften Europas unterwegs zu sein. So, wir sind jetzt hier auf die Stellplatz angekommen von Cangas de Onís. Hier war es gerade ein Ab und An wegen Entsorgung. Wir lassen hier dann auch die Abend in Ruhe ausklingen. Der Benzin hat vorhin auch noch gereicht vom Quad, aber bis auf den letzten Tropfen. Wir machen jetzt dann auch Schluss und würden auch sagen, bis morgen. Im nächsten Teil wird es winterlich, erreichen wir die Wüste Badenas Reales und schließen wir den Tag ab mit einem romantischen Lagerfeuer. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst ein Like da, wenn euch unser Abenteuer gefallen hat und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst.